Unsere Weltreise durch die Türkei geht weiter. Wir müssen uns nun entscheiden, welcher Weg über den Antitaurus der beste ist. Wir stehen jetzt vor einer Entscheidung. Nein, eigentlich haben wir gar keine Ahnung, was wir machen sollen. Es wird wieder anstrengend. Es wird atemberaubend schön. Und dann haben wir unfassbar viel Pech. Ja, klasse, ne? Also zusätzlich zum kaputten Laptop haben wir jetzt auch ein völlig kaputtes Handy. Die schön. Ja. Planänderung. Die Straße, die es eigentlich geben sollte, die gibt es nicht mehr. Die verschwindet da unten im Wasser. Das heißt, dieses ganze Ding hier wurde aufgestaut. Wie man sehen kann, befinden sich die ganzen Bäume auch im Wasser. Und da drüben sind Strommasten, die nicht mehr existieren, die früher auch an der Straße entlang gingen und jetzt nicht mehr existent sind. Stattdessen gibt es jetzt hier diese tolle neue Straße. Unsere Route führt uns eigentlich bergab, jetzt wieder bergauf. Zusätzliche Höhenmeter, mit denen wir nicht gerechnet haben. Aber ich meine, das ist schön, aber es ist krass, weil das ist eigentlich saugutes Kartenmaterial hier von OSM. Und die Straße, auf der wir fahren, die ist mindestens 3 Jahre alt. Das heißt, hier hat sich nichts getan innerhalb der letzten 3 Jahre, dass die irgendwie aufgenommen wurde in das Kartenmaterial. Echt krass. Weil auch die Bäume hier, das ist richtig lang schon überflutet. Und man sieht auch richtig, wie die Straße hier unter dem Wasser verschwindet. Das war schon unglaublich schön. Wir haben jetzt hier die Abfahrt gemacht. Wir sind jetzt mittlerweile von knapp 2000 wieder runter auf 1750. Und es ist echt unglaublich schön. Man erhascht da immer wieder so Blicke auf die Gipfel da hinten. Ich hoffe schon die ganze Zeit, dass sie mal rauskommen. Jetzt könnte es soweit sein. Also unglaublich schöne Strecke, Leute. Wenn ihr euch mal dafür interessiert, was wir so fahren, auf unserer Webseite, da gibt es eine Rubrik, da könnt ihr die GPS-Daten, die ich jetzt im Moment aufzeichne, runterladen. Da sind sie. Wow, guckt euch das an. Ich hoffe, jetzt kriegen wir hier irgendwo einen Platz zum Schlafen. Mit Wasser und diesem Ausblick. Das wäre spitze. Ja, hier werden wir bleiben. Da runter und ein bisschen links. Ich habe schon drüben geguckt, das ist alles nicht so geil eben. Wir haben was gefunden, was halbwegs eben ist und mit Blick auf die Berge. Also eigentlich super klasse. Der schönste Weg von Kappadokien in den Süden, in das Food Eldorado Gaziantep führt, wie sollte es auch anders sein, mal wieder über die Berge. Genauer gesagt über den Antitaurus, dem Gebiet um das Aladala-Gebirge. Zwischen Tag und Nacht gibt es hier große Temperaturdifferenzen. Nachts kann es schon mal um den Gefrierpunkt sein. Am Tag hingegen kann es bis zu 30 Grad werden. Wir finden auf jeden Fall die Aussicht mit den schneebedeckten Gipfeln einfach sagenhaft. Wir sind wieder on the road. Und heute geht es wohl da oben drüber. Das sind 3700, glaube ich. Und Nacht hatten wir, ja 5 Grad. So, wir stehen jetzt vor einer Entscheidung. Nein, eigentlich haben wir gar keine Ahnung, was wir machen sollen. Und zwar, es gibt 2 Routen, die wir uns überlegt haben. Die erste ist die ursprüngliche Route. Die führt uns wohin? Erzähl doch mal. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ja, die ursprüngliche ist schon gut. So. Ja, keine Ahnung, was soll ich jetzt hier erklären? Das blenden wir euch einfach ein. Oder aber wir fahren durch den Aladagla Nationalpark. Das hat aber angeblich Da steht was von 55%. Ich bin eh nicht so scharf drauf. 55% Steigung an der Stelle. Und man weiß auch nicht, wie die Straße beschaffen ist. Also es könnte ein furchtbar gruseliger, das könnte nicht eine Schotterpiste sein, eine grauenvolle. Fahrt sein. Mit Wurzeln und allem. Ich weiß das einfach nicht. Und um das rauszufinden, müssen wir auf jeden Fall erstmal 7 Kilometer fahren und 200 Höhenmeter, um überhaupt irgendwen zu fragen. Die Leute wissen es nicht. Also Ich will den eigentlich schon fahren, aber nur dann, wenn es halt kein Wanderweg ist, sondern wenn man mit dem Fahrrad irgendwie durchkommt. Wanderwege fahren muss nicht sein. Ja, Ich will es aber auch nicht verpassen, weil es bestimmt saugeil wird. Ich meine, wir machen den Emler-Pass. Das sind
3700 Meter hoch, da will ich schon hin eigentlich. Und die Melli will da auch hin, die weiß es nur noch nicht. Nein, ich habe absolut, also die Motivation da zu fahren ist bei mir gleich null. Ich habe da überhaupt keinen Bock dazu. Das, was wir jetzt gerade machen, das ist schon anspruchsvoll und das genügt mir vollkommen gerade momentan. Geht noch was? Ja, nee, man muss es ja nicht überreizen. Nee, also er hat mich noch nicht überzeugt, aber schauen wir mal, wir wissen es noch nicht. Wir halten euch auf den Laufenden. Ja. Wir sind immer noch ziemlich unschlüssig, was wir machen sollen. Also haben wir erstmal eingekauft und essen was. Vielleicht kommt dann die Idee, wir sind jetzt hier und essen was. Und außerdem habe ich, Melli, halt mal, gerade meinen Ständer verloren. Das war ziemlich lustig, weil der nämlich einfach, also ich weiß nicht wie das, der Ständer, der wird eingedrückt, der wird hier eingepresst. Und anscheinend hat sich das so sehr gelöst, dass man jetzt werde ich ihn festkleben. Er geht ja noch, aber die Pressstelle hält nicht mehr. Lustig. Gut, dass nicht während der Fahrt passiert ist. Ja, das waren vorhin 7 Stück und jetzt haben sie alle Angst vorm Fahrrad und bellen und laufen weg. Ja, wir fahren wohl doch nicht diesen super krassen Pass. Das ist wohl nicht so gut möglich so, ja. Melli memmt sich in die Hose, deswegen fahren wir ihn nicht. Ui, da reitet sogar jemand. Hier rechts. Ja, da links wäre es gewesen. Da über den allerhöchsten, den ihr da sehen könnt. Das wäre der Emmler-Pass gewesen. Nächstes Mal vielleicht. Boah. Guck mal rechts. Wo ist rechts, Melli? Melli hat früher als Zahnarzthelferin gearbeitet. Und auf den Röntgenbildern war rechts und links immer vertauscht. Deswegen, wenn ich sage, guck nach rechts, guckt sie immer nach links. Immer. Auf Rat der Einheimischen hin haben wir also den Emmler-Pass links liegen gelassen. Der erhebt sich neben uns mit stattlichen 3700 Metern. Auch wenn es Mai ist. Der Schnee bedeckt alles und macht eine Passüberquerung mit dem Rad für uns unmöglich. Ehrlich gesagt, ich bin nicht ganz so traurig deswegen. Mein Rad wiegt mit den Lebensmitteln und dem ganzen Gepäck für 5 Jahre mehr als ich selbst. Bis nach Japan habe ich noch genug Höhenmeter vor mir. Und außerdem ist die Aussicht auf den Mount Emmler so viel spektakulärer. Bisschen windig, gell? Wie gesagt, bis zu 12,5 Meter pro Sekunde heute Nacht. Dann tun wir wegfliegen. Seitdem wir mit dem Rad um die Welt reisen, essen wir fast doppelt so viel wie davor. Klar, irgendwoher muss die Power ja kommen. Zum Essen gibt es ja meist das, was im jeweiligen Land weit verbreitet ist. Oft machen wir einen Eintopf aus Kartoffeln, Linsen und Bohnen. In der Türkei haben wir festgestellt, dass Tahin uns besonders viel Energie gibt. Das ist eine Paste, die aus fein gemahlenen Sesamkörnern besteht. Ich habe super geschlafen, es war sauwindig, aber ich habe Ohrenstöpsel drin gehabt. Und du? Ja, es war windig, deswegen war es laut. Ich war zu faul für die Ohrstöpsel. Ja, da schläfst du lieber schlecht, ne? Ja, das ist Mellis Taktik, meine nicht. So, jetzt wird's spannend, weil jetzt werden wir das Zelt abbauen und hier geht ein Mordswind. Ich bin mal gespannt, wie das klappt. Heute Nacht war es wieder richtig kalt und windig, aber ihr habt es ja bestimmt in dem Timelapse gerade gesehen. Es ist immer noch windig, wir haben Rückenwind, endlich mal. Heute werden wir wahrscheinlich in die niederen Regionen des Gebirges kommen, weil es doch ganz gut bergab geht jetzt. Das ist super angenehm, aufgrund der Ausgangssperre ist nichts los, die Straßen sind frei. Wenn man so immer Fahrrad fahren könnte, boah, das wäre klasse. Einfach nichts, das ist der Traum. Wir haben gerade festgestellt, dass die Straße hier durch die Berge
genauso aussieht wie unsere Strecke durch Italien, der Pontebana-Radweg, den wir damals gemacht haben. Richtig schön. Schaut euch den mal an, das sieht wirklich genauso aus. Es ist wunderschön. Also das war jetzt der Murphy's Law Laster. Jetzt werden wir dann gleich wieder von dieser Straße runterfahren und dann wieder ins richtig fiese Offroad-Gebiet. Ja, mal gucken. Bestimmt lustig. Es geht irgendwie so links da. Vielleicht da oben drüber, mal gucken. Also da, wo wir jetzt lang fahren, man hört es wahrscheinlich, haben ziemlich viel Wasser aus dem Gebirge. Das liegt an der Schneeschmelze. Die fast 4000er hier, die verlieren jetzt alle ihren Schnee und es kommt da runter. Und wenn man hinguckt, sieht es aus wie ein Whirlpool. Ich habe mir überlegt, ob ich mich reinlegen soll. Aber der Wind ist noch ein bisschen zu kalt. Also es ist schon warm, aber nein, noch nicht. Was man hier auch wieder schön beobachten kann, ist eine richtig coole Oldschool-Bewässerung. Hier rechts. Vielleicht hat man es gerade gesehen. Es sind überall Gräben. Also das Wasser kommt vom Gebirge runter, die Schneeschmelze und so weiter. Im Sommer wahrscheinlich auch. Und es fließt hier runter und geht dann immer nach links und rechts ab in so kleine Kanäle. Und die können die auf und zu machen. Und das machen sie mit Sandsäcken oder mit Holzbrettern oder sowas. Und da müssen die sich um nichts kümmern, die müssen hier nichts hochpumpen oder sonst was. Das ist einfach vernünftig mitgedacht. Einmal Kanäle graben, man muss die immer mal wieder sauber machen, weil halt irgendein Dreck oder Erde mitkommt. Aber sonst ist es eine ganz tolle Sache, ohne Strom, völlig nachhaltig seine Plantagen zu bewässern. Später. So, Hälfte haben wir. Da geht's hoch. Und dann gibt's Mittagspause. Manche von euch werden sich fragen, warum wir das eigentlich machen. Warum machen wir eine Weltreise mit dem Fahrrad? Warum quälen wir uns ständig mit schweren Rädern so viele Berge rauf? Auch ich bin manchmal an dem Punkt, wo ich mich frage, warum zum Teufel mache ich das hier eigentlich? Und dann denke ich mir immer wieder, es ist ein Privileg, meinen Tagesablauf so gestalten zu können, wie ich es möchte. Ich kann mit meinem Fahrrad die ganze Welt bereisen und bestimme selbst das Tempo und die Route. Ich muss mich nicht an Fahrpläne halten oder Geld für Transportkosten bezahlen. Ich kann überall anhalten, wo es mir gerade gefällt und meine Reise so viel intensiver wahrnehmen. Ich bin mittendrin in einer wunderschönen Umgebung, von dessen Existenz ich vor wenigen Stunden noch gar nichts wusste. Keine Autos. Ruhe. Entschleunigung. Zeit für mich. Zeit für uns. Haben wir uns den ganzen Tag jetzt hochgekämpft und es hat sich so gelohnt. Es ist so schön hier oben und so gute Luft und das ist fantastisch. Dafür zahle ich den Preis der extra Höhenmeter und schlechter asphaltierten Straßen dann doch gerne. Und ich bin so stolz, was ich alles körperlich leisten kann, wenn ich nur will. Wir haben uns ordentlich rumgekämpft. Hier bleiben wir jetzt, da drüben gibt es Wasser, hier können wir schwimmen gehen. Das ist ideal. Und morgen kämpfen wir uns wieder hoch, weil der Grund, dass wir jetzt schon Schluss machen, ist, dass jetzt eigentlich noch 200 Höhenmeter kommen. Die wollen wir aber heute nicht mehr machen. Das ist gut jetzt. Deswegen abkochen jetzt. So, nach so einem grauenvoll verschwitzten Tag, da war es zwar super spaßig, aber man schwitzt schon sehr, gell? Gehen wir jetzt schwimmen. Hier im lokalen Fluss mit wahrscheinlich Gletscherwasser, irgendwas gehaltenem. Mal gucken. Nein, Gletscher gibt es hier keine, aber trotzdem ist kalt genug. Wir werden ganz oft gefragt, wie wir das machen mit dem Wäschewaschen unterwegs. Das ist ganz einfach, weil wir finden überall so Trinkwasserquellen wie hier zum Beispiel oder Flüsse. Da waschen wir unsere Klamotten, aber ohne Seife.
Oder wenn wir irgendwo eingeladen sind beim Gastgeber mit der Waschmaschine. Hier war es richtig schön zum Schlafen, total ruhig und es riecht voll wie in Kroatien mit diesen ganzen Bäumen. Ich weiß nicht, Pinien sind es glaube ich oder so. Wenn die Sonne drauf scheint, es riecht so schön nach Harz. Wir haben wieder ganz viel Müll eingesammelt von anderen Leuten. Das sind echt richtige Schweine, die hier gehaust haben. Das ist alles voll, wir können gar nicht so viel mitnehmen. Aber unseren Beitrag leisten wir. Also wenn ihr irgendwo campt, wild campt oder so, nehmt euren Müll bitte wieder mit. Es ist richtig scheiße, wenn der nächste kommt. Für die Natur, sowas geht einfach gar nicht. Es waren sogar Batterien dabei, die haben wir auch eingesammelt. Und dabei haben wir noch eine Orange gefunden. Die sieht gut aus. Und ein paar Kartoffeln, die sehen auch gut aus. Das werden wir jetzt alles hier waschen, auftanken und dann geht es wieder in die nächste Bergetappe. Heute ist ein bisschen Offroad hier. Es ist mittelmäßig steil, aber der Untergrund ist nicht so klasse. Jetzt geht es wieder hoch auf 1000 irgendwas, auf 1100 und dann wieder runter. Na, Amelie, was machst du? Ja, ich will mich mal mit Wasser übergießen, weil es so unglaublich anstrengend ist. Und mir darf hier nicht stehen bleiben, weil es hier Fliegen gibt, die beißen richtig fies. Das ist total gemein. Also wirst du gezwungen, immer weiter, immer weiter. Ja, und es ist ganz schön steil. Also hat man gleich eine Motivation, schneller den Berg raufzufahren. Mit diesen grässlichen Fliegen. Also die beißen, die stechen nicht, die beißen, die reißen die richtige Fleischstücke aus dem Bein raus. Eine Ewigkeit später. Wir haben es geschafft. Wir sind oben. Das erste Bergdorf jetzt seit, weiß nicht, 3 Tagen. Müssen wir auch langsam mal irgendwas zu essen kaufen. Einen Tag schaffen wir es noch, aber ein bisschen Brot wäre schön. Ja, jetzt fahren wir wieder nach unten, um dann spaßig wieder nach oben zu fahren. Hui! Also wie sich die Landschaft wieder geändert hat, ist wirklich unglaublich. Wir kamen jetzt aus diesem orange-roten Teil, wo es wirklich so eher dürr aussah und rote Erde, zu einem unglaublich grünen Teil. Und wir sind nur über einen Mini-Pass gerade drüber und schwupps, ist das schon wieder eine ganz andere Welt. Oh, oh, oi, oi, oi. Oh weh, oh weh. Oh, das sind Löcher. Oh. Und rauf. Richtige Katastrophe, sau scheiße. Dani, sein Handy ist aus der Halterung geflogen. Wir haben es aber erst ein paar 100 Meter später gemerkt und jetzt ist ein LKW drüber gefahren. Den kaputten Laptop haben wir jetzt auch noch kaputt. Zeig mal her. Ich hoffe sehr, dass wenigstens die Daten noch da sind. Dass ich die jetzt sofort unerzählt. Das Handy vibriert nur noch. Ja, klasse, ne? Also zusätzlich zum kaputten Laptop haben wir jetzt auch ein völlig kaputtes Handy. Die schönen Bilder, die wir euch alle zeigen wollten, sind weg. Das ist eigentlich unser Büro. Damit arbeiten wir alles. Ganze Social Media und so weiter. E-Mails, die ganzen Kontakte. Alles, was wir machen, machen wir damit. Der finanzielle Wert ist minder das Problem. Das Problem ist einfach, dass wir jetzt nichts mehr haben, mit dem wir arbeiten können. Gar nichts mehr. Das ist super zum Kotzen. Ja, also es geht immer weiter, weil also wir haben jetzt nicht nur das kaputte Handy, das ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Unser ganzes Büro ist am Arsch. Es ist wirklich verdammt viel Arbeit, was mit diesem Handy jetzt verloren gegangen ist. Und was viel schlimmer ist, wie kriege ich Ersatz hier in die Türkei? Hier gibt es extrem hohe Zölle auf alles, deswegen haben wir auch immer noch keinen Laptop. Also mal abgesehen von dem Fakt, dass er einfach so teuer ist. Zieht es natürlich jetzt einen riesen Rattenschwanz. Wie kriege ich einen Laptop hierher und so weiter, ein Handy hierher? Ich gucke jetzt mal, ob es hier Mediamarkt gibt in der Türkei und was es da im Verhältnis zu Deutschland kosten würde. Und dann geht der ganze Scheiß ja weiter, weil dann müsste irgendwie zur Datenrettung, das muss irgendwo eingeschickt werden. Jemand muss dieses Ding auseinanderbauen, das wird auch wieder teuer. Und zu allem Übel ist jetzt auch noch unser Mikrofon kaputt gegangen. Hier hinten der Stecker, der hier drinnen ist, das hat sich irgendwie gelöst. Ist aufgegangen, Hand weg. Und abgerissen, klasse, jetzt haben wir auch kein Mikrofon mehr. Also die nächsten Folgen werden richtig scheiß Ton. Spitzenmäßig. Heute kommt alles wieder zusammen. Aber der gute Teil, wir kommen hierher, haben gerade gefragt, ob wir Brot hier irgendwo kaufen können. Aber sie haben alle kein Brot. Haben gesagt, das nächste Brot gibt es erst ewig weit weg. Und auf mehrfaches Nachfragen immer dieselbe Antwort. Brot erst im nächsten Dorf und super weit weg.
Also, ja, dann hat der Typ da kurz telefoniert und hat sich herausgestellt, dass hier gerade jetzt im Moment der Brottransporter durch dieses Dorf fährt. Das Brot-Delivery sozusagen. Und der noch Brot für uns hat. Und dann kam der gleich hierher und dann haben wir unser Brot gekriegt. Und dann haben sie verstanden, okay, die wollen hier Mittag machen. Und dann schwuppdiwupps gab's Käse. Der steht schon vor uns hier. Madaba. Madaba. Oh, der Schokolade. Saul. Oh, ist das süß. So lieb, ja. Ja, und jetzt gibt es auch noch Tee dazu. Entschuldigt sich das Universum ein bisschen für diesen Scheiß. Das mit unserem Arbeitshandy ist richtig mies gelaufen. Trotzdem versuchen wir alles positiv zu sehen. Uns geht es gut. Und die Gastfreundschaft der Türken ist einfach überwältigend. Wie du siehst, müssen wir immer mal wieder defektes Equipment reparieren oder ersetzen, auf das wir während unserer Reise angewiesen sind, um unabhängig reisen zu können und unsere Erlebnisse mit euch allen zu teilen. Wenn auch du einen Mehrwert in unseren Reisedokus und Beiträgen siehst, freuen wir uns riesig über eine Spende und wenn du einen Blick auf unsere Support-Seite wirfst. Alle Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Herzlichen Dank, dass du unsere Abenteuer nach Japan verfolgst und unterstützt. Liebe Grüße und bis bald in Gaziantep.